Ihr Lieben, erst einmal vielen Dank für eure Anmeldungen zu meinem Video-Online-Kurs Tierkommunikation und auch für die ersten Rückmeldungen, die ich bereits erhalten habe. Ein bedeutender Wendepunkt steht uns kurz bevor, und zwar die Herbst-Tag- und Nachtgleiche morgen um 8:49 Uhr, Tag und Nacht, Sonne und Mondin, Licht und Dunkelheit sind in perfekter Balance in der Waage. Die Kräfte der Natur halten inne und es ist Zeit, dem Sommer Lebewohl zu sagen. Oh ja, es ist ein kraftvoller Übergang in diesem Jahr und die Veränderung der Energien können wir deutlich spüren. Und ja, ihr Lieben, es geht nun darum, dieses Gleichgewicht, diese Balance auch in uns wiederzufinden. Wir können uns nicht mehr mit Oberflächlichkeit ablenken. Es wird tiefgründig. Und das heißt nun nicht mehr in Illusionen und Untätigkeit zu verharren, sondern eine Bestandsaufnahme zu machen, wo wir stehen. Tief in uns finden wir das Wissen, das wir brauchen. Und die starken kosmischen Energien, die jetzt zu uns fließen, unterstützen uns immer mehr, unsere Intuition zu hören, ja, für die Erhöhung unseres Bewusstseins. Und auch wenn diese Zeit oft anstrengend ist, diese hohen Energien zu integrieren, ja, uns anzupassen an die starken energetischen Veränderungen. Deine Seele ist bereit. Das Neue entsteht parallel zum Chaos in der alten Welt. Und mit all den Turbulenzen, die im Außen geschehen und auf uns zukommen werden, ist es jetzt das Wichtigste überhaupt, unser inneres Gleichgewicht, unsere innere Mitte selbstbestimmt zu halten. Und dieses Gleichgewicht heißt auch, es nicht mehr allen recht machen zu wollen, nicht mehr alles hinzunehmen, sondern deine Wahrheit auszusprechen. Es heißt, Grenzen zu ziehen und uns von negativen Energien zu schützen. Lasse dich nicht mehr täuschen. Lasse dich nicht mehr in die Angst ziehen. Bleibe in deiner Kraft. Vertraue deiner inneren Weisheit und in deinen Weg. Jetzt hast du die Chance, dein volles Potenzial zu entfalten und zu nutzen. Und ja, weiterhin stehen für dieses Gleichgewicht auch unsere Beziehungen im Mittelpunkt. Die Balance von Geben und Nehmen. Das Miteinander von Gleichgesinnten wird jetzt und in Zukunft immer wichtiger werden. Dazu auch der Hinweis zu meinem Beitrag zu den Sonneneruptionen, den ich vor kurzem in meinem Blog veröffentlicht habe, zu den Veränderungen, die durch die Erhöhung der Sonneneruptionen jetzt und in den kommenden Jahren in uns Menschen, in der Gesellschaft und in allem um uns herum geschehen.
Mit diesem großen Wendepunkt, dem Äquinox der Herbst-Tag- und Nachtgleiche, geht es darum zu entscheiden, was wir loslassen müssen und wohin wir gehen. Vertraue, du wirst wissen, was zu tun ist, sobald du still wirst und die lauten Stimmen im Außen ausschaltest. Diese Zeit fordert uns ganz stark dazu auf, uns wieder mit der Natur und Mutter Erde zu verbinden. Und ja, die Erde spricht jetzt immer deutlicher. Die Energien der kommenden Wochen werden sich ganz stark um Anfang und Ende drehen, um Abschied und Neubeginn, wie in der Natur, so auch in uns. Aber auch um die Einheit von Körper, Geist und Seele, denn nur in dieser ist Heilung möglich. Löse dich von allem, was dich klein macht. Es geht jetzt um Selbstermächtigung und darum zu entscheiden, wie wir weitergehen. Löse dich von negativen Abhängigkeiten, Gedanken und Glaubensmustern, die dich noch am Alten festhalten, und richte dich neu aus. Lasse dein Licht leuchten. Wir Lichtbringer werden mehr denn je gebraucht. Wir befinden uns zwischen Licht und Schatten, ihr Lieben. Und so vieles verändert sich im Außen und wird sich noch verändern in den kommenden Jahren. Dass sich etwas zuspitzt, können wir nicht nur an den Energien spüren, sondern auch an unserem Umfeld, an den Menschen um uns herum. Viele sind nicht nur körperlich gerade extrem instabil, auch die Nerven sind am Anschlag, was sich in Gereiztheit, in emotionalen Schwankungen zeigt. Ja, ihr Lieben, Licht und Schatten werden nun immer deutlicher. Und manchmal hat man das Gefühl, als ob die negativen Energien überhand nehmen. Doch es ist gerade jetzt so wichtig, dass wir nicht verzweifeln, uns nicht mit den negativen Energien hinunterziehen lassen. Denn genau das ist es, was uns schwächt. Und viel zu oft begeben sich die Menschen mit der Aussage, man kann doch eh nichts tun, in die Opferrolle. Und das ist es auch, was gerade geschieht. Der Tanz oder auch der Kampf zwischen Licht und Schatten. Doch wir sollten endlich begreifen, dass die lichtvollen Mächte an unserer Seite sind, wenn wir vertrauen, dass nicht die Welt uns lenkt, sondern dass wir die Welt sind. Wir müssen endlich begreifen, dass wir, jeder Einzelne, etwas bewirken kann. Und das ist die Selbstermächtigung, von der ich immer wieder spreche. Richte dich neu aus. Gehe deinen Weg. Lass dich von deiner Seele führen. Denn genau dieses
Umprogrammieren von negativen Glaubenssätzen, deine kraftvolle Ausrichtung, die Umwandlung der Energien in uns wird uns die Kraft geben, auch durch die scheinbar dunkelste Zeit zu gehen. Jetzt ist die Zeit zu entscheiden, wie wir durch die kommenden 4 Jahre gehen, die sicher alles andere als leicht werden, ihr Lieben. Doch wir haben die Macht, alles zu verändern. Sobald wir die zusätzlichen Energien, die Kraft und das Licht, das durch die Erhöhung der Sonnenaktivität jetzt zu uns kommt, positiv nutzen. Es geht darum, uns als Menschen nicht in die Dunkelheit ziehen zu lassen, sondern uns zu erheben und diese Energien zu nutzen, um das zu verwirklichen, was wir uns wünschen. Und ja, ihr Lieben, die bevorstehende Herbst-Tag- und Nachtgleiche ist ein bedeutender Wendepunkt. Licht und Dunkelheit sind in vollkommener Balance. Und es liegt an uns, wie wir weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, eure Sylvia.